Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute sprechen wir über ein Problem, das ihr vielleicht auch total gut kennt. Und zwar, ihr wart gerade auf einer Besichtigung und es hat euch richtig gut gefallen. Und dann kriechen da so Zweifel hoch. Könnte da vielleicht irgendwo die Katze im Sack sein und ihr werdet unsicher. Ja, und als Laien ist es ja wirklich absolut schwer zu beurteilen, ob jetzt eine Immobilie, die ihr im Auge habt, wirklich ihr Geld wert ist. Ja, oder dass es eben versteckte Mängel gibt, die dann eben zu ganz teuren Überraschungen werden. Und dazu habe ich heute einen echten Experten eingeladen. Mein heutiger Gast ist der Architekt und Sachverständige Oliver Preikschat von der Sachverständigensozietät Otto & Kollegen. Er arbeitet als Sachverständiger und Gutachter in Berlin und hilft eben Käuferinnen und Käufern dabei, Immobilien zu überprüfen und große Fehlentscheidungen eben zu vermeiden. Heute erklärt er uns, wann wir Privatpersonen einen Gutachter wirklich brauchen und wie wir als Laien so manche Dinge auch selber erkennen können, denn wir haben auch heute eine Hörerinnenfrage von Simone dabei, die ganz speziell das Thema Schall und Dämmung interessiert. In der heutigen Folge klären wir, wann ihr wirklich ein offizielles Gutachten benötigt und wann auch nicht. Herr Preikschat gibt uns auch einen Ratschlag, wen wir bei einer Besichtigung mitnehmen sollen und worauf man bei der Auswahl dieser Person auch achten sollte. Wir erfahren, welche Warnsignale wir als Laien schon selber erkennen können. Und er verrät uns, welche Baumängel bei bestimmten Baujahren wirklich besonders häufig auftreten und wir da eben schon darauf gucken können. Er erklärt uns auch sehr ausführlich, wie es eben jetzt zu Schallproblemen kommt und wie man damit dann auch umgeht. Und wenn man eine Wohnung unterm Dach kaufen will, ab welchem Wert im Energieausweis man wirklich eher die Finger davon lassen sollte. Herr Preikschat erklärt uns, wie wir bei Preisverhandlungen mit einem Verkehrswertbericht eben Preisverhandlungen zu unseren Gunsten unterstützen können und was eben so ein Gutachten oder eben ein Verkehrswertbericht auch kostet. Und zum Schluss erzählt er uns auch noch einen Fall aus seiner Praxis, wie ein Kunde mit einem Gutachten auch sein Finanzierungsgespräch gelenkt hat. Ja, heute müssen wirklich alle die Ohren spitzen, die überlegen, eine Bestandsimmobilie zu kaufen. Freut euch auf eine total interessante Folge, wo man richtig viel mitnehmen kann mit dem Gutachter und Sachverständigen Oliver Preikschat. Also, los geht's! Ich begrüße heute den Gutachter Oliver Preikschat. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Gerne doch, nur gerne für Sie da. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Herr Preikschat ist Architekt und Sachverständiger für Immobilienbewertung und arbeitet auch als Gutachter in Berlin. Und das bedeutet, er prüft Immobilien so wirklich auf Herz und Nieren und hilft eben anderen Käufern, versteckte Mängel oder eben auch Risiken zu erkennen. Ja, und ich freue mich, dass Sie sich heute Zeit nehmen und dass ich Sie so richtig löchern darf. Machen Sie gerne. Genau. Viele von meinen Hörerinnen und Hörerinnen hatten noch nie Kontakt mit einem Gutachter oder auch mit einem Gutachten. Und deshalb wollte ich jetzt zu Beginn erstmal so ein bisschen so Grundlagen klären, damit so alle so ein bisschen auch das gleiche Verständnis haben. Und da wollte ich Sie einfach mal fragen, wie muss man sich denn so ein Gutachten vorstellen und gibt es auch so unterschiedliche Arten von Gutachten? Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Gutachten. Also wenn wir über Häuser reden, haben wir ja immer so zwei Disziplinen. Das eine sind die Wertgutachten. Da geht es darum, den Wert professionell, nachvollziehbar, plausibel zu ergründen. Und das andere die Bauschadensgutachten. Da geht es ja darum, dass ein Bauschaden ist, zu erkunden, was ist die Ursache, wie kann man es beheben, wie sind die Kosten. Also das sind die zwei Hauptthemen erstmal, ne? Einmal Wertgutachten und einmal Bauschadensgutachten. Gibt auch Miethöhengutachten und sowas in der Art, aber für Sie, glaube ich, relevant sind eher diese beiden Bereiche. Ah ja, okay. Also die Schadensgutachten sind dann quasi ja eigentlich erst dann schon später im Verfahren, also oder im Prozess, sage ich jetzt mal, wenn man schon gebaut hat. Oder ist es auch quasi, wenn ich quasi vor dem Kauf stehe, Schadensgutachten? Also beide Gutachten haben ja bestimmte
Veranlassungen. Und die sind meistens, nimmt man Gutachten, wenn das Thema Gericht ansteht. Also Sie brauchen eigentlich Gutachten ja nur, wenn Sie entweder das einem Gericht plausibel machen wollen oder im vorgerichtlichen Verfahren sagen, das ist wirklich so, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und bei den Werten ist es auch so, dass Sie entweder Thema Scheidung oder Thema Finanzamt das genau begründen müssen. Dann brauchen Sie ein Gutachten. Alles andere, und das ist eigentlich jetzt hier vielleicht für Ihre Hörer eher spannend, wenn ich mir ein Haus kaufen will oder überhaupt ein Haus besitze und da eine Expertise benötige, dann ist das im seltensten Fall ein Gutachten, Ach sondern so. das ist immer eine Sachverständigenaussage. Das ist immer, dass Sie da einen Profi ranholen und der sagt Ihnen, was er da denkt und er schreibt es auch auf und er macht Bilder, aber das ist kein Gutachten, weil diese Gutachten, die haben ja immer so Gesetzesgrundlagen. Wertgutachten ist dieser 194 Baugesetzbuch und so. Da steht genau drin, was da drin sein muss, der Aufbau und die Qualifikation, wer überhaupt so ein Gutachten machen muss. Weil wir haben ja in Deutschland das Phänomen, dass ja der Begriff Sachverständiger und Gutachter gar nicht geschützt ist. Also haben wir durchaus eine unterschiedliche Qualität von Sachverständigen und Gutachter, die so draußen rumlaufen und die Leute beraten. Ah, das ist ja interessant. Das heißt, also zum einen für mich jetzt nochmal, ein Gutachten ist quasi dazu da, wenn ich was vor Gericht beweisen will. Da geht es jetzt gar nicht darum, mich persönlich abzusichern, weil ich jetzt unsicher bin, wie viel ist jetzt dieses Reihenhaus wert oder auch nicht. Muss ich ja nicht vor Gericht gehen. Was gibt es dann da für Anlässe? Sie haben schon gesagt Scheidung. Was gibt es da noch für Ja, Anlässe? jetzt gerade Thema, ein Riesenthema ist ja Grundsteuer. Wir haben ja die Grundsteuerreform. Die werden ja alle zum Stichtag 1.1.2022 neu bewertet. Und da gibt's halt viele, die in Ohnmacht fallen. Sie kriegen einen neuen Grundsteuerbescheid und müssen auf einmal dreimal so viel Grundsteuer bezahlen. Und da sagt man natürlich: „Nee, was kann ich da machen?“ Rufen beim Finanzamt an und die sagen dann: „Ja, legen Sie erst mal Einspruch ein.“ Und um diesen Einspruch zu begründen, müssen Sie ein Wertgutachten von einem Qualifizierten, jetzt haben wir aha, jetzt kann auf einmal nicht mehr jeder Gutachter oder so was machen, sondern der muss dann öffentlich bestellt oder nach, wir sind ja in Europa und wir haben jetzt so 'ne Europa-DIN-Norm 17024 zertifiziert sein, ne? Und nur diese Gutachten werden anerkannt. Alle anderen werden sofort weggeschmissen, weil die sind das Papier nicht wert oder das wird mal nur öffentlich bestellt oder DIN zertifiziert. Die werden akzeptiert und die reicht mal ein vor Gericht oder Finanzamt. Alles andere ist nur privat oder so machbar. Und das ist halt so, meistens geht's halt darum, natürlich kann auch jeder Privatmann oder jeder als Ankaufsberatung sagen, ich hätte gerne ein Wertgutachten oder ein Schadensgutachten. Das rechnet sich nur nie. Also erstens sind die ja sehr, sehr komplex, ne? So ein Gutachten hat ja gerne mal 100 Seiten, Tausende von Anlagen. Ah. Und ist ja auch recht unverständlich, ne, was sie da immer haben an Fachbegriffen. Wir reden hier von Liegenschaftszinssätzen und sowas. Das ist ja nicht allgemein verständlich, was damit gemeint ist oder wie die Herleitung abgeht. Und deshalb muss man unterscheiden, was man sozusagen als Gutachten macht. Und das ist auch teuer, ne? So ein Gutachten, da sind wir ja schnell mal bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro Kosten. Und die will man ja für diesen Anlass gar nicht ausgeben. Wenn man sagt, weshalb? Eigentlich will Ja, ich ja nur wissen, ist das in Ordnung oder worauf muss ich ja. achten oder ist der Preis okay? Und da gibt es ja andere Produkte, die angeboten werden, die viel schlanker sind und die denselben Zweck erfüllen, dass ich nämlich nachher sage: „Oh, ich kann sicher, da meinen Preis bieten oder ich kann es kaufen, bin safe oder muss jetzt Mhm. darauf noch mal achten.“ Also, all diese Sachen, die kriegt man auch mit anderen Produkten standardgemäß, abgewickelt. Das heißt, ich sage jetzt noch mal zusammengefasst, ein Gutachten ist wirklich, wenn ich gegenüber einer Behörde oder dem Gericht irgendwas beweisen will und da brauche ich auch jemanden, der gewisse Siegel hat, sage ich jetzt mal, und Ausbildungen und Zertifizierungen. Und wenn ich das jetzt nur für den privaten Gebrauch brauche, dann brauche ich gar kein Gutachten, sondern andere Produkte. Und was wären dann so andere Produkte? Also, da sind sie auch dann auch völlig frei in der Wahl. Also, wir haben's ja ganz oft, Mhm, dass wenn Leute Häuser kaufen, dass sie im Familienkreis sich umhören und dann hat man halt den Maurermeister, den Opa, der da Ahnung hat vom Bau. Also, ist ja immer dieses Ahnung vom Bau, ne? Also, dass sie jemanden mitnehmen, der ihr Vertrauen genießt und, der dann dem Makler oder dem Verkäufer erklärt, was er aus seiner Sicht nicht so gut findet. Also, die erste Stufe ist so diese Vertrauensbasis Familie und hat irgendwas mit Bau zu tun. Nachher nimmt man dann doch lieber Leute, die das professionell machen, weil das dann auch keine Emotionen dann so aufkommen, ne? Wenn dann der Opa dann da was erzählt, dann wird der Makler schnell unruhig und der Verkäufer sagt: „Lass mich doch einfach in Ruhe mit dem.“ Und wenn ein richtiger, Profi da ankommt, dann wird dem eher geglaubt und kann man da auch nachvollziehbar, warum der das sagt oder was der das macht. Also, das ist eigentlich die Haupt
Sache, dass halt hauptsächlich ausgebildete Leute, das müssen jetzt nicht diese Zertifizierten sein, aber es sollte halt schon so ein Architekt sein oder ein Bauingenieur oder sowas, Leute, die wirklich das mal gelernt, studiert haben, wie so ein Bau funktioniert und so oder auch wirtschaftlich so ein bisschen Ahnung haben, dass die nicht zum ersten Mal sich Gedanken machen, wie so ein Preis sich bildet oder wie Häuser gehandelt werden, sondern irgendwo objektive Grundlagen ranziehen und sagen: „Das ist so, weil das steht da.“ Das trifft eigentlich ganz gut den Fall, den ich auch fragen wollte, weil wenn man jetzt noch mal also meine Hörer und Hörerinnen sind jetzt alle eben nicht vom Fach, interessieren sich eben aber fürs Eigenheim, eben für eine Bestandsimmobilie. Und da stellt sich ja dann schnell die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel ein Reihenhaus aus den 80ern besichtigt, da hört man einfach so im Volksmund immer ganz gerne: „Ja, dann nimm 'nen Gutachter mit.“ Und da stelle ich mir oder habe ich mir dann auch schon öfters die Frage gestellt: „Ist das wirklich die richtige Bezeichnung? Also, soll man da wirklich einen Gutachter mitnehmen oder wirklich, wie Sie es grad schon gesagt hatten, 'n Architekten oder vielleicht auch 'n Energieberater? Also, wen würden Sie denn da mitnehmen? Also, ich würde 'n Architekten oder Bauingenieur, Mhm, mitnehmen, der das auch dauerhaft macht, der das nicht so einmal macht und jetzt sagt: „Geh mal mit“, weil normalerweise mache ich 'ne Statik im Keller und jetzt soll ich da auf einmal 'ne Aussage treffen, wo das Parkett grade ist. Also, deshalb, so der Generalist, der Architekt eigentlich eher der erste ah Ansprechpartner, ja, okay. Mhm, auch diese Wertgutachter oder Allgemeingutachten auch, weil die halt diesen ständigen Umgang, 'ne analytischen Bestandsaufnahme, so will ich's mal nennen, schon besser kennen und einfach auch reingehen ins Objekt und so 'n Fahrplan auch haben, ne? Nicht so wirr rumlaufen und dann irgendwas sagen. Das muss ja 'n bisschen strukturiert sein, wenn Sie so was machen, weil man hat ja nicht ewig mhm. Zeit, die Beteiligten. Der Makler wird unruhig, wenn's länger als 'ne Stunde dauert und, deshalb und das, was Sie sagen mit 80er, 90er, das sind so typische Bauherren, die so eigene Probleme mit sich bringen. Also, wir haben halt logischerweise Altbauprobleme, kennt ja irgendwo jeder. Altbau muss man halt gucken, wie so die Haustechnik aussieht, weil die halt obsolet ist, Fenster undicht sind, hohe Energiekosten wegen den Raumhöhen und so weiter. Dafür haben sie aber 'n schönes Ambiente und entsprechende Vorteile. Wir haben denn diese ganzen 70er, 60er, 70er Jahre als Probleme mit so, ich sage mal, Wärmebrücken, ne? Da sind die Balkone oftmals so, dass es dann 'n Taupunkt sich ergibt, dass sie Schimmel haben, dass sie Schallbrücken haben. Das sind so die klassischen Baujahre, wo sie das Treppenhaus dann innen drin hören, wo man schalltechnisch noch nicht so richtig auf der Höhe war, wo man diese Anlagen nicht schalltechnisch entkoppelt hat, ne? Also, sie haben Ah, oftmals das mhm, Phänomen, dass sie dann die Toilette über sich hören, weil dann diese Rohre einfach einbetoniert sind. Dann wirken die, wie wir jetzt hier haben, wie Kopfhörer und verstärken den Schall, immens. Also, da gibt es immer typische Sachen, die dann nachher eigentlich dann, bis in den 90ern reingehen, wo man dann angefangen hat, alles so zu dämmen, wo es dann eher so Probleme gab, dass die dann so hermetisch abgeriegelt waren und die dann, wenn die dann geschlafen haben im Keller, dass es dann alles verschimmelt war, weil es nicht richtig zu lüften war. So 'ne Probleme. Also, man hat baujahrstypisch immer eigene Probleme, wo der Sachverständige ganz gezielt hinguckt und schon praktisch weiß, was ihn erwartet. Ohne ah, jetzt das okay. Objekt zu kennen, sollte er wissen, wie ist das und das Problem gelöst und wie wird es bewertet? Weil sie haben eigentlich das Problem fast immer, aber das ist teilweise nicht so schlimm, teilweise ganz schlimm und dann muss dann immer bestimmte Hinweise zum Kunden gegeben werden, wie er damit umgehen soll. Das ist ja auch so, nicht wir als sachverständige Gutachter wollen ja das Haus kaufen, sondern der Kunde das kaufen und wir müssen ihn ja nur objektiv bewerten, müssen sagen: „Achte darauf, ich sehe es so und so“, aber im Endeffekt entscheiden Sie ja nachher, wie Sie brauchen ja bloß die Background Information, dass Sie halt sagen: „Okay, das hat er mir gesagt, ich achte jetzt da drauf und ich bilde mir jetzt 'ne eigene Meinung und sage: ‚Ne, das kaufe ich jetzt nicht' oder das ist völlig egal, was der erzählt, ist für mich gar nicht schlimm, das kaufe ich trotzdem.“ Und gibt es eben auch schon so 'n paar Warnsignale, die man als Laie so selber erkennen könnte? Also, wo man jetzt so 'n bisschen so ja. Also, das Typische ist halt Schimmel. Wenn Sie halt Schimmel sehen, dann hat das schon sicherlich irgendwie 'ne Ursache. Wenn Sie schon hören in der Wohnung, das ist hellhörig, Sie hören die Schritte von dem, da drüber liegenden Wohnung. Wenn Sie beschlagene Fenster haben, wo dann schon Tauwasser rauskommt. Also, das sind so die Sachen, die Sie sofort sehen. Oftmals denn Problembereiche sind halt immer Keller oder Terrassen oder so, wo Sie dann merken: „Oh, da ist irgendwas feucht oder da ist irgendwas nicht in Ordnung“, Verfärbungen. Da kann der Laie auch schon sagen: „Das sollte ich mal prüfen lassen.“ Oder Risse. Also, wir haben ganz oft, das Thema Risse, was ja auch so 'n Riesenthema ist, weil man halt sagt, das kann halt, gar nicht schlimm sein, ne? Das macht der Maler dann weg, das ist 'n Haarriss. Und es kann tierisch schlimm sein, dass man sagt: „Oh Gott, da muss 'n Statiker kommen“ und ich überlege, ob ich's gleich sperren lasse, die Sache. Also, Oh, irgendwo okay. dazwischen hatten wir alles schon, ja. Wir hatten Okay. schon Besichtigungen, die abgebrochen wurden, weil es einfach, Lebensgefahr war, natürlich. Ah.
Wow, okay, spannend. Und wenn jemand so auf der Suche ist und so gar nicht sich jetzt auf schon ein Objekt so eingeschossen hat, sage ich jetzt mal, gibt es so gewisse Häusertypen oder Baujahre, wo Sie sagen: „Oh, da wird's immer ein bisschen schwieriger“, und ich sage mal, da gibt es gewisse Häuserarten oder so, wo man weniger Probleme hat? Kann man da so was pauschal irgendwas sagen? Würde ich nicht pauschal ausschließen, weil, wir haben halt Häuser aus den 60ern, 70ern, die, in Ordnung sind oder denn vielleicht ja auch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Also, all das muss man sich ja vorstellen, muss ja immer in der Waage sein. Also, Ja. egal, ob ich die Riesenvilla in Grunewald, die mängelfrei ist, die hat ja auch einen ganz anderen Preis und Preis pro Quadratmeter als jetzt das 70er-Jahre-Haus in Hohenschönhausen, ne? Also, da muss man halt immer gucken. Uns geht's ja darum, dass diese Lage, die kommt ja oftmals vom Kunden, weil der hat sagt ja nicht: „Ich das ist meine Gegend, da fühle ich mich wohl, da habe ich meinen Anschluss, da habe ich meine Schulen, da habe ich meine Kinder.“ Also, die Gegend kommt ja meistens so 'n bisschen vom Kunden, die geben wir ja nicht vor und wir gucken dann praktisch nur, was die beste Immobilienlösung denn für seinen Bedarf ist und für seine Lage. Das geht immer dann in Richtung Preis-Leistung, dass man sagt, der Preis heilt es ja nachher immer alles. Ja, am Schluss muss ich's halt sanieren in irgendeiner Art und Weise, wenn da jetzt irgendwas Schimmel ist oder so. Gibt's auch Sachen, wo man wirklich reinfallen kann, weil die dann einfach die Sanierungskosten übersteigen? Ja, ne, also man muss ja heutzutage hat sich das ja sehr geändert mit dem Thema Sanierung, Handwerker finden, reparieren. Das ist ja schon aber mal überall angekommen, dass das ja nicht nur unsäglich komplex ist, sondern auch, nicht nur der Staat kann ja nicht bauen, was wir an Flughäfen oder Elbphilharmonien sehen. Auch der Private und auch wir als Architekten haben es halt wahnsinnig schwer, überhaupt vernünftige Firmen zu finden, die dann auch wirklich kommen, die das auch inhaltlich verstanden haben, die das dann auch richtig mängelfrei machen, die dann im Budget bleiben. Und wenn Sie sich jetzt eine komplexere Sanierung als Privatmann, der jetzt ein Häuschen baut und sagt: „Ja gut, ich will jetzt da noch 'n Zimmer ausbauen, neues Bad einbauen und so“, dann wird das schon langsam zur echten Baustelle und kann auch nach hinten losgehen. Also, wir haben Leute, die haben ein Reihenhaus, in München gekauft und saniert und die Kosten wurden halt um 300% überschritten und aus Wow. einem Jahr Baujahr wurde 5 Jahre. Also, die sind dann schon sehr oft nah am Wasser gebaut, wenn sie dann mit dem sprechen, weil die einfach sagen: „Das hätte ich mir nicht vorstellen können, was da zurzeit am Markt tobt oder was da ist“, weil der eine schiebt's auf den anderen und das ist wie Asterix und Obelix, da wird man schnell verrückt. Ja, und was kann man da lernen aus dieser Situation, dass man Und einfach sehr, sehr mit diesen ganzen Geschichten, wo jetzt was zu machen ist oder Umbau, Ausbau, ja. sonst das vorsichtig zu bewerten. Also, immer zu sagen, selbst wenn der Gutachter schätzt 100.000 € lieber mal selber mit 140.000 Mhm. kalkulieren. Okay. Und wenn der Gutachter sagt, das dauert 'n halbes Jahr, lieber mal ein Jahr kalkulieren. Also, dass man so selber so 'n Puffer sich einbaut und einfach noch mal 'ne Sicherheitspuffer einkalkuliert, weil das sonst schiefläuft, ne? Das kann da und das dann bereut man dann auch nachher die Kaufentscheidung, ne? Man Ja. hat's ja abhängig gemacht. Irgendwann will man dann ja auch einziehen. Man hat ja seine eigene Wohnung halt gekündigt oder so was. Und wenn man dann jahrelang auf 'ner Baustelle lebt und das ist einfach schwierig. Also, einfach diesen Themenkomplex Sanierung oder Umbau, Ausbau einfach noch mal mit 'nem Ausrufezeichen zu versehen und sagen: lieber nicht.“ Ah ja, okay. Lieber kaufe ich dann doch, was fertig ist oder was dann 'n bisschen teurer ist, oder habe ich die Sorgen nicht. Ah ja, okay, dass man wirklich eher guckt, dass schon vielleicht was saniert wurde und ich quasi mir das Ganze nicht ans Bein binde. Mhm. Okay, ich habe eine Hörerinnenfrage heute mitgebracht, und zwar die Hörerin Simone interessiert sich ganz besonders für das Thema Schallschutz und Dämmung. Vor allem das Thema Schallschutz liegt ihr am Herzen, weil sie aktuell in der Wohnung lebt. Sie haben es vorher schon angesprochen, dass man eben im Bad oder generell einfach, dass die Wohnung extrem hellhörig ist. Und sie hat es selber bei der Besichtigung damals eben nicht mitbekommen, weil es eben in dem Moment gerade halt ruhig war. Und jetzt will sie, also sie ist jetzt in der Mietwohnung, möchte aber jetzt Richtung Eigenheim oder Eigentumswohnung gehen und hat eben unglaublich Angst, dass sie da irgendwie daneben greift. Und jetzt wollte ich eben Sie gleich als Experten fragen zum Thema Schallschutz. Sie haben schon angesprochen, es gab Jahre, da war es nicht so wichtig. Ab welchem Baujahr kann man so gucken, sind die vielleicht besser gebaut? Und ja, was sagen Sie dazu? Also wie erkennt man so hellhörige Wohnungen vielleicht bei einer Besichtigung? Ganz wichtiges Thema. Also, bautechnisch, ist es gelöst worden in den 90er Jahren. Vorher Mhm, war das teilweise gar kein Thema, gar nicht aufgefallen. Das gab mal so 'ne auch 'ne Gesetzesgrundlage, das war der erhöhte Schallschutz. Da gab's 'ne DIN-Norm
wo dann Wohnungen diesen erhöhten Schallschutz nachweisen mussten. Und man muss halt unterscheiden zwischen Körperschall und Luftschall. Und sie haben vielleicht so mal, also Luftschall ist halt so, wenn da draußen jemand im Treppenhaus laut wird, dann möchten sie das ja auch nicht hören. Sie wollen ja nicht im Wohnzimmer sitzen und sich mit der Familie unterhalten und dann die Gespräche im Treppenhaus hören. Das ist diese Schallschutzproblematik oder überhaupt ihren Nachbarn hören. Da macht man einfach spezielle Wohnungstüren, die halt dreifach Falz und so Türstopper haben, die den Schall draußen lassen. Oder die Wohnungswände, die müssen bestimmte Dichte haben, also schwer, ne? Das ist immer so, entweder diese verschiedenen Materialien oder Gewichte dämmen den Schall, da muss man halt drauf achten. Da gibt's aber auch immer Mindestanforderungen, die sowieso schon gesetzliche Grundlage sind, ne? Also oftmals redet man nicht von den gesetzlichen Grundlagen, die immer wieder schärfer wurden im Laufe der Jahre, sondern über Mängel, dass es eigentlich mal okay war. Also nehmen wir einfach mal eine Wand, die mal okay war. Und hat er aber mal, sagen wir mal, in diese Wand durchgebohrt. Nicht so halb, sondern richtig. Und dann haben sie natürlich ein Loch in der Wand und dann geht das durch. Also sie haben, was ganz, ganz oft ist halt, wir hatten ja dann irgendwann mal in den 70er Jahren, fing man ja dann an mit diesem schwimmenden Estrich, ne, dass man der Bodenaufbau, also als man nicht mehr Holzbalkendecken hatten, sondern Stahlbetondecken, hatte man ja dann so eine Trittschalldämmung und darüber Estrich und dann den Bodenbelag. Und wenn sie da halt irgendetwas falsch machen, einen Krümel mit einnehmen, dann haben sie eine Schallbrücke und dann ist das so, als ob gar kein Schalldämmung da ist. Also das ist das, wenn Sie jetzt wirklich die Stöckelschuhe von der Dame im oberen Geschoss hören, als ob sie neben Ihnen ist, dann haben Sie so eine Schallbrücke. Ne? Das ist wie eine Kältebrücke, gibt's auch Schallbrücken. Oder dass halt der Estrich an die Wand betoniert wurde, da hat man den Seitenstreifen vergessen. Dann haben sie halt 'ne sehr komplexe Schadenssituation, dass sie halt extrem genervt sind, ne? Das ist halt und dass auch diese Schadensbehebung komplex ist. Man kann jetzt nicht einfach sagen: „Ja, die machen wir jetzt weg“, sondern sie müssen jetzt erst mal finden, ja, wo um Gottes Willen ist denn das? Und sie befinden sich ja meistens dann auch in 'nem anderen Eigentum, ne? Also, der Schaden ist ja gar nicht in ihrem Eigentum, der ist ja eigentlich in dem da drüber liegenden Eigentum. Und dann müssen sie ja eigentlich zu ihrem Nachbarn nach oben gehen und sagen: „Reiß mal deinen Teppich raus“ oder so was. Und das wird halt für Schallschutzphänomene, wenn sie das so innerhalb zwischen den Wohnungen haben, ist halt oftmals, wenn sie harte Böden haben, ne? Wenn er Ja. da oben einen Teppichboden hätte, dann würden sie das selbst 'n Schallproblem gar nicht merken, weil es ist keine Ursache. Wenn aber Parkett oder Fliesen, dann ist es extrem schlimm, dass sie das nervt und dass sie dann sagen, das ist nicht schlimm und das kann ja sogar so weit gehen, dass der Mieter das mindert oder dass sie auch im Kaufpreis sagen, das ist 'n versteckter Mängel. Das wurde mir nicht so erklärt und deshalb möchte ich jetzt 'n bisschen von meinem Kaufpreis zurückhaben, ne? Also, aber während der Besichtigung, wie kriege ich denn das während der Besichtigung vielleicht schon raus? Dass ich Also so Wir was wir ja immer ganz, ganz gerne machen, also wenn's Mehrfamilienhaus ist, dann probieren wir ja irgendwo 'nen Mieter oder 'n Eigentümer mal so abzufangen, ne? Das dauert ja mhm, immer so 1,5 Stunden, dass wir mal so einen mal sprechen: „Ist denn alles in Ordnung mit dem Haus? Fühlen Sie sich wohl?“ Dass man mal so 'ne mhm, Stimme aus der Community so hat. mhm. Und wenn's so ganz schlimme Probleme sind, dann kriegen sie das ja mal mit. „Ah, da ist der Wasserschaden, das Dach ist total immer und nicht Heizung funktioniert eigentlich nie, beim Wasser haben wir nicht“ oder Schallgeschichten, die den nerven oder Geruchsgeschichten, die werden dann immer genannt. Ansonsten ist es halt so, ich mache es manchmal so, bei diesen kritischen Baujahren 70er Jahre mache ich's oft so, dass ich sage: „Bleiben Sie mal jetzt hier im Wohnzimmer und ich laufe mal einfach die Treppe so 'n bisschen grob hoch und runter.“ Ah, okay. Ja, und dann kriegt man schon so mit, ob der sagt: „Wahnsinn, ich denke, Sie laufen mir grade durch mein Wohnzimmer und nicht die Treppe hoch.“ Also, dass man das mal so testet. Ansonsten würde das ja nur gehen mit Hammerschlag oder mit ähnlichen Sachen, was viel zu aufwendig ist, was man nur macht, wenn Sie irgendwo da mal 'n Hinweis bekommen haben, ne, dass da ist. Ansonsten kann man das nicht so ohne Weiteres testen. Ah ja, okay. Das heißt, wir raten jetzt mal der Simone, dass sie sich 'ne Eigentumswohnung so ab den 90ern vielleicht eher mal anschaut und nicht vorher vom Baujahr her und dass sie 'nen Freund mitnimmt, der draußen an der Treppe ordentlich mal, im Treppenhaus Lärm macht. Die laufen ja auch so 'n bisschen schnell und laut und dann merken sie einfach, ob die das ist auch so 'n 90er Jahre hat man das auch so, da wurden dann die Treppenläufe auch entkoppelt, ne? Da ist immer diese Entkopplung. Und wenn das halt nicht gelungen ist, dann haben sie diesen Körperschall in der Wand und in der Wand haben sie's sofort in der Wohnung. Und das ist halt nervtötend. Ja, Das kann man genau. schon selber austesten. Und die zweite Frage, die Simone hatte, war das Richtung Dämmung, weil sie überlegt eben jetzt, dass sie vielleicht dann wegen diesen Schallthemen auch relativ weit nach oben geht, dass sie eben dieses Treppenhaus auch neben sich nicht hat und überlegt, in die so eine Dachgeschoss-Eigentumswohnung zu kaufen. Wie
kann sie denn als Laie da erkennen, dass das jetzt gut gedämmt ist und dass sie da im Sommer, wenn sie das jetzt im Winter besichtigt, da irgendwie nicht 40 Grad dran hat? Ja, das ist schwer. Da kann man eigentlich sich ja nur einen Energieausweis mal geben lassen und mal gucken, wie da die Energieeffizienzklasse ist und ob die da, ich sage jetzt mal, normal ist, besonders gut oder besonders schlecht. Es gibt mal so 'n Anhaltspunkt der Sache. Ansonsten kann man da auch wirklich selber weniger machen, ne, weil das ist meistens Gemeinschaftseigentum. Fassadendämmung ist Gemeinschaftseigentum, Dachdämmung ist Fenster können sie auch im seltensten Falle mal so selber rausnehmen. Also, da würde ich halt nur wirklich mir den Energieausweis genau angucken und nur hinterfragen, wenn es so schlechte Werte sind, woran das liegt, ne? Dass die Werte so und halt, wie wenn die halt wirklich 'ne D oder E oder so was sind, halt vielleicht Abstand nehmen, wenn man da sensibel ist, ne? Ah ja, Aber, okay. ne, das ist mir dann doch nix. Dann kaufe ich lieber etwas, was besser gedämmt ist, weil ich dann meine Ruhe habe. Erlebe aus dieser Sache, dass es halt nicht funktioniert. Also, zusammengefasst ist, dass wir den Energieausweis uns da zu Rate ziehen, weil wir sonst einfach gar nicht als Laie das irgendwie beurteilen können und dass wir da sagen, wo würden Sie da die Grenze setzen? Also, von A bis wo kann man quasi gut unterm Dach leben, ohne dass man jetzt C. D? C? C. 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 Okay, also von A bis C in der Region sollte der Energieausweis sein, dass man da eben gut, ja, sich wohlfühlt und eine gute Entscheidung trifft, wenn man wirklich das jetzt als Eigentumswohnung kaufen will. Super. Also, liebe Simone, ich hoffe, die Ratschläge haben dir jetzt weitergeholfen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Und jetzt kommt Werbung. Ganz egal, ob ihr jetzt schon eine Immobilie sanieren wollt oder erstmal den Markt beobachtet und noch weiter zur Miete bleibt, eine Sache könnt ihr wirklich sofort umsetzen und das ist der Wechsel zu echter Ökoenergie. Und das Coole daran ist, dass ihr auch wirklich Geld dabei sparen könnt. Ich habe nämlich letztens unsere Endabrechnung von Ökogas und Ökostrom vom letzten Jahr bekommen und wir konnten uns über eine ordentliche Rückzahlung von über 800 € freuen. Ja, und das lag vor allem an den günstigeren Preisen von unserem neuen Versorger, den ich euch echt ans Herz legen kann. Und das ist nämlich Polarstern. Polarstern ist nämlich ein echter Ökostromanbieter. Ihr bekommt dort immer 100% Ökoenergie, bei Strom genauso wie bei Gas. Und es gibt auch diverse Spezialtarife für PV-Anlagen, Wärmepumpe oder Elektroauto. Außerdem bietet Polarstern ganz spezielle Lösungen an, wie zum Beispiel die Kaskadenmessung. Und dabei unterstützt Polarstern die Energiewende pro verkaufter Kilowattstunde so stark wie kaum ein anderer. Und zudem sind sie auch noch zertifiziert durch das grüne Stromlabel und sie fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und weltweit in Entwicklungsländern wie in Kambodscha und Madagaskar. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh Mann, ja, Stromversorger wechseln, das wollte ich auch noch unbedingt dieses Jahr machen, steht auf meiner To-Do-Liste schon ganz lange, dann sage ich jetzt angehen, denn ihr könnt sofort Energiekosten sparen, indem ihr zu einem echten Öko-Energieversorger wechselt. Ja, wenn euch das überzeugt hat, dann schaut doch gleich bei Polarstern vorbei und wer mit dem Code HOLYHOME zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 € auf die nächste Jahresabrechnung. Alle Infos und den Link findet ihr in den Shownotes. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen zum Thema Gutachten im Kaufprozess ein. Also, wir haben ja eigentlich schon gelernt, es geht gar nicht so richtig um diese eigentlichen Gutachten, außer man will vor Gericht ziehen. Aber wenn man jetzt so sich überlegt, 'nen Gutachter mitzunehmen als Sachverständigen einfach auf 'n Besichtigungstermin, ohne jetzt mal dieses Riesendokument erstellen lassen zu wollen. Wie sollte der denn eingebunden werden und hat der quasi auch die Möglichkeit, dass man damit so 'n bisschen den Kaufpreis beeinflussen kann? Ja, also jeder Sachverständige, der das professionell hat ja so sein eigenes Produkt, was er anbietet. Ganz oft sagt man so: „Ja, ich laufe da mit. Wir können uns dann danach noch unterhalten. Dann kostet das irgendwie 500 € oder irgend so was.“ Wir haben so was auch. Wir machen das auch genau so. Wir laufen da mit und dann 500 €. Wir haben noch 'n zweites Produkt, das nennt sich Verkehrswertbericht. Das ist wie so 'n Kurzgutachten, wo er dann sagt: „Okay, da kriege ich dann noch mal schriftlich was den Kunden oftmals wichtig ist, nicht nur was gesagt, dann ist der Gutachter weg und dann weiß ich gar nicht mehr so richtig, was der mir nun gesagt hat.“ Wir haben das so in komprimierter Form und das wird genau genommen zu Verhandlungen, ne? Dass man einfach sagt, wenn die Wohnung soll 500.000 € kaufen und der Gutachter bekommt 400.000 als Wert raus,
dann habe ich ja irgendeinen Handlungsbedarf. Ne? Das wird ja begründet, abgeleitet, plausibilisiert. Und dann sage ich entweder, okay, ich bin verliebt, ich kaufe die Wohnung jetzt, egal was der Gutachter sagt. Oder aber ich nehme dieses Dokument und gehe zu meinem Makler oder zu meinem Verkäufer und sage, nee, also ich würde die schon kaufen. Hier ist das Dokument, was der Gutachter gemacht hat. Wir sind jetzt bei 400.000. Für 400.000 gerne, aber ich zahle keine 500.000. Also man nimmt die durchaus zum Verhandeln, und wir hatten auch den gegenteiligen Fall, wo wir in dem Fall auch wirklich ein Gutachten gemacht haben, weil er das so wollte. Und wir haben halt, ich sag mal, 500.000 aufbekommen bei 400.000 Angebotspreis. Na, der hat es natürlich in der Schublade gelassen und hat sich gefreut, dass er jetzt ein Objekt deutlich unter Wert kaufen kann. Ne? Also dafür ist es ja gerade da. Dafür soll es jetzt objektiv ja auch sein, dass man das prüfen lässt und einfach sagt, wie ist es? Und oftmals ist es ja auch so, dass es halbwegs in der Range ist, wo man sagt, gut, jetzt reden wir jetzt noch über 10.000 Euro oder 5%, und jetzt einigen wir uns das. Und da macht es sich ganz gut, weil es immer besser kommt, wenn es so ein bisschen, ich sag mal, professioneller und besser plausibilisiert ist, als wenn sie so sagen, nee, ich will einfach nur handeln. Ne? Da ist ja dann sehr emotional, wenn man dann einfach nur handeln will. Der andere will ja auch seinen Preis haben, und das nimmt der Sache so ein bisschen die Emotionen, und dann hat man da den Gutachter und er hat es gesagt. Das sind ja übrigens dieselben Zahlen, die nachher auch die Bank benutzt. Und das sind also alles kein Hexenwerk, was wir da machen, sondern das sind dieselben Verfahren, dieselben Dinge, die nachher objektiv auch weitergereicht werden. Deshalb kann man das natürlich auch besser argumentieren und sagen, hier, der Gutachter hat das gemacht, und außerdem, ich kann nicht mehr sagen, die Bank wird es genauso sehen. Der gebe ich das dann nachher auch, und die sagt dann auch, ich kriege ja nicht mein Geld dafür, wenn das jetzt echt deutlich zu teuer ist. Das ist ja interessant, was Sie gerade gesagt haben mit der Bankbewertung. Also Sie sind ja vor Ort, Sie können sich ja wirklich die Immobilie vor Ort genau anschauen. Die Bank besichtigt es ja eigentlich immer später, nach dem Kauf erst und nicht vorher. Die arbeitet ja eher so mit Tools. Ich glaube, das heißt Sprengnetter, oder da gibt es ja, glaube ich, unterschiedliche Tools. Wie spielt so Ihre Fachexpertise mit diesen Tools zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, also fangen wir mal bei Sprengnetter an. Sprengnetter ist nichts weiter wie eine Dienstleister im Wertermittlungssegment. Ne? Der hat auch eine eigene Akademie, der bildet auch selber aus, und er hat halt starke Datenbanken und viel, was er so den Kunden, auch Maklern, an die Hand gibt. Ne? So Preispreise und Sachen, da ist der halt sehr gut dabei. Ist jetzt ein bisschen in Misskredit geraten, weil er von ImmoScout aufgekauft wurde, was die Gutachter nun nicht so spaßig finden, wenn eigentlich ein objektiver Dienstleister nun gerade von einem ImmoScout aufgekauft wurde. Aber der ist halt sehr Okay. bekannt. Man muss halt wissen, die Banken müssen ja nicht bei jedem Objekt einen Gutachter hinschicken. Das regelt so diese Kreditvergaberichtlinien, ab welcher Größenordnung. Ne? Also früher waren es mal 350.000, jetzt sind es, glaube ich, 500.000 oder 750.000. Bis dahin können die das alles intern machen. Dann nehmen die sozusagen, sagen die einfach, da musst du gar nicht hin. Ab einer bestimmten Größe muss es denn ein Externer machen. Ne? Das sind diese Basel sonst was Richtlinien. Da steht das dann drin, und der kommt natürlich diese Kosten. Die entstehen ja auch Kosten. Die müssen ja vorher irgendwo klar sein, wer die nun übernimmt. Und deshalb macht es keiner vor dem Notarvertrag, schickt da keiner einen Gutachter hin, weil er sagt, was machen wir mit den Kosten, wenn das nicht zum Kauf kommt oder wenn wir nicht die Finanzierung bekommen. Ne? Also das muss Mhm. alles klar sein. Und dann sind oftmals in diesen Bearbeitungsgebühren, da stecken diese Gutachterkosten drin. Und wie beurteilen Sie so die Qualität, was jetzt die Bank vorher rausbekommt von so Tools wie Sprengnetter? Würden Sie als Gutachter sagen, das passt schon so, diese Tools, also die Bewertungen? Oder haben Sie da schon mal in Ihrer Praxis ganz rapide Unterschiede gesehen? Ja, also mein Spruch dabei ist ja, dass halt jede Immobilie individuell ist. Und auch wenn wir Vergleiche ranziehen, dann muss man halt gucken, ob wir nicht ständig Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Weil wir haben halt so viele komplett unterschiedliche individuelle Anforderungen oder Ergebnisse bei den Immobilien. Fängt ja bei Lage an. Wie wollen Sie denn allen Ernstes Lübars mit Köpenick vergleichen? Ist beides schön grün. Also da haben wir vielleicht ähnliche Bodenrichtwerte, aber so richtig vergleichen, das ist halt, da fängt schon mal an. Und jetzt haben sie einmal einen Altbau, den wollen sie jetzt also mit dem Neubau vergleichen. Ne? Und dann haben sie einmal mit Mängeln, einmal ohne Mängel. Deshalb ist dieses Vergleich, und das macht ja die Bank sowieso, weil sie gar nicht die Möglichkeit hat. Das ist ja auch derselbe Fehler, den ja auch das Finanzamt macht.
Wenn sie vom Finanzamt Bescheid bekommen, hat niemand vom Finanzamt ihre Immobilie gesehen, sondern die gucken rein, wo liegt die, dann gucken die in irgendwelche Tabellen und sagen ihnen, ihre Immobilie ist 700.000 Euro wert. Und dann sagen sie, ja, wäre ja schön, wenn meine wirklich 700.000 Euro wert ist. Ich glaube aber eher an 400.000 und das muss ja mal einer wirklich mal da vor Ort kommen. Also es ist immer eigentlich, zu 99,9% ist es so, dass nur die Ortsbesichtigung des Experten wirklich zeigt, individuell, was ist der Preis. Alles andere sind so Richtwerte. Ne? Das ist so ein bisschen, als Mhm. wenn Sie sagen, was kostet ein Mittelklasse-Sportwagen? Ne? Und sagen, dann kommt man auf einen Wert von 77.000. Dann haben sie sicherlich nicht den Porsche und, also, und deshalb ist so ein Quadratmeter Auto, ein Quadratmeter Haus miteinander zu vergleichen, dient ganz, ganz grob, funktioniert das schon, insbesondere im Bereich der Standardimmobilie. Sie haben ja irgendeinen Altbau in Friedrichshain in der 3. Etage, die werden so oft gehandelt, da passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da reden wir ja nur, hat die einen Balkon, hat die einen Aufzug, hat die nichts oder wie es Mägel, aber da ist sozusagen die Range klein, aber ansonsten schießen sie sich manchmal völlig raus und dann bringen einfach Unsinn raus. Wie das Finanzamt bringt doch oftmals Ergebnisse, die irrsinnig sind, weil die einfach nur gucken rauf und sagen, das ist alles fünfgeschossig geschlossene Bauweise und das Objekt, was ich bewerte, soll, ist aber eine Autoreparaturwerkstatt. Und Ah, dann ist okay. derselbe Preis wie das fünfgeschossige daneben. Und dann kriegt er auf einmal einen Steuerbescheid, der mehr Steuern zahlen muss, als er an Miete bekommt. Das kann nicht sein. Ne? Und das sind diese Besonderheiten, wo sie es überall haben. Schauen sich das individuell an. Und das ist das ist immer einmalig. Und das sollten sie schon, also deshalb bin ich kein Freund von diesen Überdaumen oder das kostet, Immobilien in Berlin kostet durchschnittlich 3.500 Euro. Von diesen Aussagen haltet nichts. Ah ja, okay. Mhm. Das heißt, wenn man wirklich da jetzt ein großes Investment tätigt und sich irgendwie unsicher ist mit der Immobilie, mit dem Bestand, wie viel ist das wirklich wert und man hat irgendwie schon so ein Gefühl, das ist irgendwie überteuert, dann ist es auf alle Fälle ein sehr gutes Investment, sage ich jetzt mal, wenn man dann von Ihnen eben so ein, ja, jetzt kein Gutachten, sondern wie heißt denn das Produkt, was Ja, dann Verkehrswertbericht, ne? Verkehrswertbericht. Verkehrswertbericht war das Wort, genau. Okay. Also, ja, anderes Beispiel aus meiner Praxis haben wir gerade. Da ist ein Kunde, hat eine absolute Luxuswohnung in Berlin-Mitte und braucht jetzt, eine Finanzierung dazu und wusste schon, wenn er jetzt zur Bank geht, dann sagt ihm: „Ja, 'ne Penthouse-Wohnung in der Gegend kostet halt maximal den und den Preis." Und er hat selber das Doppelte bezahlt und er will praktisch schon dieses Gespräch, schon viel besser vorbereiten und hat bei mir ein Gutachten bestellt, um mit dem Gutachten schon mal zum Bankberater zu gehen, damit die gar nicht erst auf falsche Ideen kommen. Oder das ist halt wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das hat hier ein Gutachter rausgearbeitet, warum das so speziell und so Ah ja, teuer und okay. so wertvoll ist, Mhm. um dann die Gespräche einfach vorzubereiten. Und da darf man natürlich nicht vergessen, wenn wir von so einer Wohnung von 5 Millionen sprechen, dann ist halt ein Gutachten für 3.000 Euro Mhm. nicht bezahlbar, ne? Das ist immer die Relation. Lohnt sich's nicht. Bei der hat sich's halt gelohnt, weil jedes Prozentpunkt Finanzierung, das er da bekommt, natürlich immer weit mehr ist als meine Kosten. Ja, das stimmt. Ab welcher Bausumme oder welcher Kaufsumme würden Sie sagen, lohnt sich so eine Begutachtung? Sie haben jetzt gerade 5 Millionen gesagt, das ist natürlich, sage ich jetzt mal, für wenige meiner Hörerinnen und Hörer so die Range, wo sie unterwegs sind. Wie viel kostet noch mal dieses Verkehrswertgutachten, was ja so die abgespeckte Variante wäre? Das war irgendwo im unter Also, 1.000 der Euro. Verkehrswertbericht kostet bei uns 750 € Ah ja, netto, okay, ne? 750 Also, Euro. der Mhm. Wettbewerb ist wahrscheinlich bei mir ein bisschen günstiger, bei anderen ein bisschen teurer, aber Ja, so so, diese das, was wir da so entwickelt haben, das ist so unser Brot- und Buttergeschäft, das 750 € netto. Und so 'n Gutachten, ich fange ja bei 2.000 € an. Ah ja, okay. Also, Mhm. das ist der Mindestwert bei 'nem Gutachten. Wenn der Wert irgendwie 100.000 € ist, kostet das Gutachten 2.000 €. Also, da merkt man schon, das ist halt, 'ne andere Nummer und, das muss man halt gucken. Deshalb eher Verkehrswertbericht zu 99,9% reicht das. Das muss der Kunde entscheiden. Ich denke, ein Kunde, der für 100.000 was kaufen will, dem sind die 100.000 genauso wichtig, die Entscheidung abzusichern, als jemand, der da für 5 Millionen was bewertet haben will, weil er halt anders über Geld redet und anders das praktisch nachvollziehen oder absichern will. Da würde ich jetzt keine Mindestsumme nennen, weil Mhm. das ist halt individuell. Der Kunde, wird halt sagen, wenn er und natürlich lohnt sich das eher, die 750 € auszugeben, wenn wir irgendwo eine Wohnung für 300.000 € uns kaufen wollen, als wenn man was für 100.000 kaufen will. Wobei für 100.000 kriegen sie ja in Berlin ja gar nichts. Das ist ja dann irgendwann Umland, plattes Land oder sowas und da da herrschen andere Gesetze. Ja, okay, super. Vielen Dank dafür.
Und jetzt habe ich noch eine Frage. Also, wir hatten mal hier im Interview eine professionelle Immobilieninvestorin, die wirklich sehr, sehr viele Immobilienbestand hatte. Also, ich sage jetzt mal so 60, 70, 80 Wohnungen. Und sie hat gesagt, wenn sie sich jetzt eine Wohnung anschaut, dann nimmt sie ungern einen Gutachter mit, weil sie immer das Gefühl hat, die sind wie ein Wackelpudding, hat sie das bezeichnet. Also, die geben keine handfesten Aussagen und sie nimmt lieber einen Architekten oder einen Handwerker mit, um konkrete Aussagen zu bekommen. Ich konnte das nicht richtig einordnen. Sie sind ja genau jetzt die Partei. Wie kommt es so zu so einer Aussage und wie sehen Sie das? Naja, also da schließt sich ja unser Kreis. Ich bin ja der Meinung, dass ein Gutachter den Punkt, wo Architekt oder Bauingenieur ja sein sollte. Also das ist ja eine ganz gute Kombination, dass derjenige, der ihr Haus bewertet, auch vielleicht weiß, wie man so ein Haus baut oder sich so ein bisschen damit auskennt, mit Bautechnik. Also das ist ja Personalunion, ne? Also, sie haben ganz viele meiner Gilde oder Bauingenieure, die das machen und da haben sie einfach beide, ne? Sie haben in einer Person einen Gutachter und einen Architekten. Ah ja, Darauf okay. müssen Mhm. Sie sich vorstellen, sie müssen ja auch, wenn sie zertifiziert oder öffentlich bestellt werden wollen, sie müssen ja auch einer Zertifizierungsstelle ja nachweisen, dass sie da so und so viele Jahre Erfahrung haben und wirklich Ahnung vom Bauen haben. Also, deshalb dieser Begriff, dass der Gutachter wie Wackelpudding ist, das könnten nur irgendwelche nicht professionellen Gutachter sein, die sich so mehr oder weniger selber Gutachter nennen und das so mal mitmachen. Also, habe ich noch nicht erreicht oder noch nie gesehen, im professionellen Bereich, weil eben ja diese Wackelpudding-Geschichte eben gar nicht vorkommen darf, ne? Weshalb, Ja. nehme ich den denn mit? Sie kriegen natürlich von 'nem Handwerker immer, wenn sie 'n konkretes Problem haben, immer 'ne fast schon 'ne bessere Aussage, weil wenn sie da wissen, die Wohnung ist das Dach kaputt oder die Loggia ist undicht, dann kann Ihnen der Handwerker gleich sagen: „Komm, das mache ich nächsten Montag für 10.000 € und dann ist es natürlich konkreter, als wenn der Gutachter sagt: „Ja, ich gucke mal meine Tabellen, so und so viel Quadratmeter, so und so, bekomme dann 'nen anderen Wert vielleicht raus.“ Ich würde das halt nicht dieses oder Architekt, sondern meistens ist es halt Ah äh, ja. Mhm. das ist ja man hat ja also unsere Gilde hat ja Stammkunden. Also, es ist ja so, wir haben ja zu 70% haben wir immer neue Klientel, Mhm. die sagen, wir haben halt einmal, aber wir haben teilweise ja Kunden 6, 7 so 'ne Verkehrswertberichte gemacht, weil wir immer wieder festgestellt haben, das ist zu teuer, das passt nicht, das hat er nicht gesehen, wo es uns schon fast leid tut, uns immer wieder irgendwelche Sachen fragt, die wir halt nicht so gut finden oder wo wir halt nicht zusammenkommen. Und wir arbeiten ja im professionellen Bereich. Also, wir haben ja Leute, wie vielleicht Ihre Kunden da, die halt ständig kaufen und die sagen: „Ich kaufe nie irgendetwas, ohne dass ich da gleich meinen Sachverständigen dabei habe, der mir sagt, so oder so, also Ah Daumen hoch, ja, okay. runter Mhm. oder achte mal darauf oder haben wir hier.“ Also, grade institutionelle Vollprofis, die gucken sich das an, schicken uns vorher die Unterlagen, die Exposés, alle zum Prüfen und sagen natürlich: „Bevor ich hier für 3 Millionen das Haus kaufe, brauche ich hier 'ne Aussage. Ist es das wirklich wert? Worauf muss ich achten? Wie sehen Sie das?“ Ne? Und dann gehe ich schon so ins Gespräch rein, weil da kein Profi wird da sagen: „Ja, ich“ und außer der Profi ist halt selber Gutachter oder selber Architekt, der sagt: „Das brauche ich halt nicht.“ Aber die sind ja meistens aus dem kaufmännischen Bereich, die Immobilieninvestoren. Und deshalb kenne ich das nur so, dass man immer seine Leute hat, die einen da ständig beauftragen und sagen: „Jetzt habe ich wieder was, jetzt habe ich was, guck mir das an.“ Oder auch Ah, mhm. teilweise sagen, auch vielleicht nicht, mit Auftrag, aber einfach, sagen: „Ich gebe mal die Daten rüber. Sagen Sie mir doch einfach mal, was Sie davon halten.“ Mhm. Ne, wo man Mhm. dann sagt, dann werte ich das mal 'ne Stunde aus und rechne eine Stunde und dann weiß der erst mal, in welche Richtung das geht und dann kann man immer noch Gutachten machen, wenn die dann sich näher kommen. Ah, super, ja, dann kann ich das nachvollziehen. Also, am besten, um es zusammenzufassen, ist es immer zu gucken, wenn man sich dann wirklich auf die Suche macht nach so einem Verkehrswertbericht, dass dieser Gutachter in der Region auch Ingenieur oder Architekt ist, weil dann hat man irgendwie quasi das unter einem Dach und das ist ja super, genau. Ja, super. Also, es war jetzt ein super Gespräch. Jetzt, wenn Sie sich noch mal in die Hörerinnen und Hörer reinversetzen, die ja alle Laien sind und wirklich so Sie kennen ja wahrscheinlich diese Klientel. Welche Tipps können Sie noch so geben, was Sie schon oft gesehen haben oder auch, beobachtet haben, wo Sie sagen: „Ja, vielleicht achtet ihr auf die ein oder andere Sache noch?“ Ja, also ich würde halt immer jemanden mitnehmen, der Ahnung hat oder der deshalb weil einfach das Risiko ja wirklich zu groß ist. Wir reden ja immer von großen Entscheidungen, von großen Summen und, also ich würde nie unberaten in so was reingehen. Also da sage ich also 99% würde ich empfehlen, einfach immer jemanden zu nehmen, der sich damit auskennt, der da professionell und objektiv ja auch was sagt oder dass er selber Aktien hat, ne? 'N Makler
sagt ja immer, das ist alles schön und die will ja gar nicht schlecht machen oder sowas, aber die haben ja ein Interesse, das zu verkaufen. Die werden ja nicht sagen, das ist alles Mist und da haben sie übrigens gesehen, ist die Müllverbrennungsanlage. Wenn der Wind schlecht steht, dann haben sie hier ein Problem, sondern das ist ja klar. Sie kriegen dann nur eine Aussage, die in eine bestimmte Richtung geht. Und deshalb meine ich halt objektiv jemanden nehmen. Ansonsten gibt es wirklich nur diese Tipps mit Bauart, dass ich Mhm. jetzt sage, gut, achten Sie bitte bei Altbauten auf diese speziellen Altbauproblematiken, achten Sie auf Neubauten, auf diese Neubauten, dass die halt extrem dicht jetzt geworden sind, immer diese Lüftungsproblematik haben. Und wir haben ja jetzt diese Hochenergiesachen, die sind halt so, dass sie schon zwangsbelüftet werden und immer, immer komplexere Dinge einzuhalten sind. Und deshalb ist der Tipp eigentlich, den ich geben kann, nehmt immer einen Experten mit, der da hilft, der da objektiv was sagt und Augen auf einfach schon mal. Wenn man sagt, okay, selbst ich probiere es vielleicht selber, ob das dann erstmal alles stimmt. Und so wie irgendwo auch nur irgendwas uns unklar ist, nehmen wir dann doch jemanden, der das macht. Und das vielleicht noch zum Abschluss. Wir machen das ja nicht nur jetzt so bautechnisch und so, sondern gerade in einer Eigentumswohnung, da sollten Sie sich auch diesen kaufmännischen Hintergrund, Sie treten einer Wohnungseigentümergemeinschaft bei. Sie werden Teil einer großen Gemeinschaft. Da sollte man sich schon Gedanken machen, nicht nur, wie sieht die Wohnung aus, schauen Sie sich bitte auch an, wie sieht das Haus aus? Schauen Sie sich an, wie hoch ist das Wohngeld und wie hoch ist denn aktuell die Instandhaltungsrücklage? Wir hatten einfach Sachen, da waren die insolvent, die Eigentümergemeinschaft. Und die konnten gar nicht mehr die Heizung reparieren oder Wasser zahlen und so weiter. Und das kann man gar nicht richtig bewerten, weil was nützt ihnen das? Sie kaufen eine Wohnung und die Verwaltung ist nicht in der Lage, den laufenden Kosten zu bedienen. Also auch das sollte man gucken, nicht nur technisch, sondern auch immer wirtschaftlich, das mal hinterfragen, ist das alles in Ordnung oder wo könnten eventuell Probleme sein? Mhm. Okay, super. Das ist ja schon mal wirklich ein guter Hinweis. Also, ich lebe auch selber in 'ner WEG, deshalb kenne ich das ganze Thema. Jetzt noch mal zum Mitnehmen. Würden Sie sagen, das ist dann der erste Termin oder den zweiten Termin, den ich ausmache, wo ich den Gutachter dann mitnehme? Und vielleicht den zweiten Termin. Also Ja. erstmal sollten Sie doch mal gucken, ob das überhaupt Ihre Immobilie ist, in die Sie sich verliebt haben oder die Sie überhaupt vorstellen können, weil erstens ist es ja dann wird's ja dann irgendwann ein bisschen teuer, wenn Sie das ständig mit dem Sachverständigen, aufschlagen, sondern es sollte halt schon sein, erstmal, das ist ja die Grundvoraussetzung, Sie müssen sagen: „Ich kann es mir allgemein vorstellen, so eigentlich Mhm. will ich so weit, ich möchte die kaufen. Ich möchte jetzt nur noch wissen, passt der Preis und, habe ich jetzt was übersehen?“ Das sind auch meistens die Kunden, die wir so kennen. Also, es gibt jetzt keinen, der da so sagt: „Jetzt machen wir erst mal 'n Raster, jetzt gucken wir uns mal 10 Wohnungen an und dann schauen wir mal“, sondern er macht die Vorentscheidung. Erst wenn er sagt: „Das könnte echt passen“, dann kommen wir ins Spiel. Ah ja, okay. Das ist doch noch mal 'n ganz guter Hinweis, dass man auch weiß, wann man im Prozess dann auch wirklich auf Sie oder eben ähnlichen Kollegen von Ihnen dann eben auch zukommt. Perfekt. Super. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Also, ich habe, selber noch keine Ahnung über Trittschalldämmung und et cetera gehabt und habe wieder ganz viel gelernt. Also, vielen Dank für die ganzen Inhalte und auch die Tipps, die Sie uns gegeben haben. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Ja, ich bedanke mich auch, hat großen Spaß gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss. Sodala, das war das Interview mit dem Sachverständigen und Gutachter Oliver Breikschat. Total interessant, oder? Also ich finde, da war wieder richtig viel dabei. Mir war zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, dass man Gutachten vor allem fürs Gericht braucht. Ja, weil man in der Umgangssprache ja immer sagt, ja, nimm einen Gutachter mit. Ja, aber heute habe ich gelernt, Verkehrswertbericht ist das richtige Stichwort und nicht Gutachten. Ja, das finde ich ist so ein ganz wichtiger Satz, den ich heute mitgenommen habe. Wie geht's jetzt in diesem Podcast weiter? Nächste Folge geht es ja weiter mit der Staffel Bestandsimmobilien, wo wir gerade sind. Und ich habe den Energieberater Lennart Feldmann zu Gast, der uns mal so die absoluten Basics zum Thema Energieausweis und energetischer Sanierung erklärt. Also freut euch schon auf diese Folge, die wird auch richtig cool. Ja, und wenn ihr jetzt noch Freunde und Bekannte habt, die auch überlegen, ein Eigenheim zu kaufen und ihr glaubt, diese Folge könnte ihnen wirklich weiterhelfen, dann teilt doch unbedingt diese Folge mit ihnen. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao!